nie wieder schlecht draufkommen, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, schlecht drauf zu kommen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, bedeutet es nur, dass so ein karmischer Samen gerade erblüht ist und wir die Ernte davon bekommen. Deswegen, egal was Schlechtes uns passiert, dürfen wir eigentlich immer froh sein und uns darüber freuen, dass das Schlechte passiert ist, weil dieser karmische Samen, der wird uns nicht mehr reinreiten. Der ist jetzt aufgelöst. Wiedergeburt, Karma, irgendwie das ist Quatsch. Ich bestehe aus Atomen und Molekülen und Zellen und die werden versorgt mit Nährstoffen und brauchen Licht, damit sie funktionieren. Und wenn das tot ist, ist es zu Ende und dann bin ich auch weg. Dann ist nichts mehr da. Das war so mein Ausgangspunkt. Jini Suda Jojui Jigdana De Som Chepa Miji Sengi Gunda Gi Malu Dada Dam Jela Nagi Dang Wai Jagi Yo Tsambo Jepe Men Lam Dop Dagi Gyarwa Dam Je Jigi Ngan Zondo Jengi Dene De pa yi gyarwa kung lam rap tu jak zelo dil jik dek da dunye sangye nam sangye segi gu no pa dan de dar jugi malu pa dam ji gyarwa da gi gang war mu de da grang ba mi tse kya zo nam yang gi yen la kya zo ja Gunji Gyalwa Gunji Rabje Jing Dewa Jekpa Dam Je Dagi Je Me Dog Dam Pa Jengwa Dam Pa Da Zilnyen Nam Dan Jokpa Du Jok Dan Mar Me Jok Dan Dam Pa Yi Gyalwa De Dar Nanim Jebar Ji Naza Dam Pa Nam Dang Di Jok Dang Jema Burma Dirap Nyam Pa Dang Kipa Gibar Jagunji Gyarwa De Dar Lani Jebar Ji Jeba Gang Lam Nake Jewa Dan De Dar Gyarwa Dam Jela Yang Mu Tsampo Jilit Job Dagim Gyalwa Kun La Jakzel Jebar Ji Cheja Jedang Timu Wangi Ni Ludang Gak Dang Dejin Yiki Gyang Tikpa Dagi Gyapai Ji Ji Pa Dedak Dagi Zozor Ja Jojui Gyalwa Kundang Sangye Ze Rang Yar Nam Dag Lodang Milop Dang Jowa Kunji Senam Gang La Yang Te Dak Kundi Gangnam Jokjui Jigten Junmanam Jangcho Primpar Sangye Majagni Kampo Deda Dagi Tamjela Korlo Lana Mepa Korwar Kun Yagang Gangji Didagla Jowar Kung La Benjing Dewe Jir Kalpa Jingi Dunye Chupar Yang Dagi Tarmo Rabjar Zorwar Ji Jakzel Wadang Jevarang Jizu Yirang Gujing Zorwa Yi Kewa Jungzi Dagi Jizog Bam Tamji Dagi Jabjo Jowar Jo Sashi Pechu Shechok Mejo Jam Dira Blinji Nidi Gyambadi Sangye Jingdu Mekte Puwa Yi Jokun Namdak Jevar Jokidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami
Sem Nam Gi Sambadang Lo Yi Ji Jawar Che Chong Jen Mong Dek Ba Yim Che Gi Gor Lu Zor. Fangen wir an mit der kostbaren Menschengeburt. Das ist die erste Praxis aus den 37 Praktiken eines Bodhisattva, die wir alle ganz oft noch hören werden oder auch schon ganz oft gehört haben. Und trotzdem fange ich immer wieder an mit dieser ersten kostbaren Menschengeburt, weil das so eine Grundlage ist. Ohne die macht alles, was wir danach lernen und hören, überhaupt keinen Sinn. Außer wir haben schon gehört, gelernt, kontempliert und verwirklicht, dass wir alle wiedergeboren werden und dass unsere Wiedergeburt durch Karma bestimmt wird. Wer das also schon verwirklicht hat, der darf jetzt gerne aufstehen und einen Kaffee trinken gehen oder so. Also Reinhard, bitte, du darfst gerne. Das ist so grundsätzlich und so entgegen allem, was wir in unserer Kultur und Welt so vermittelt bekommen, dass es, glaube ich, wirklich einfach immer wieder wichtig ist, dass man da nochmal hinguckt, bis es einen komplett und vollkommen durchdringt. Wir kommen ja hier in dieser Welt werden wir sozialisiert und erzogen und bekommen beigebracht, in einer ganz normalen hessischen Schule unterrichtet worden und dann in Südamerika in den British Schools auf Montevideo in Englisch. Da habe ich mein Abitur gemacht und habe dann studiert und bin also diesen ganz klassischen Ausbildungsweg gegangen, wie wir alle irgendwie. Wir gehen zur Schule und so bin ich groß geworden. Und dann kam irgendwann relativ spät erst, da war ich schon 25, da kam dann irgendwie der Buddhismus mal so über den Weg und mit diesen neuen Vorstellungen. Das habe ich damals abgelehnt. Hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Wiedergeburt, Karma, irgendwie das ist Quatsch. Ich bestehe aus Atomen und Molekülen und Zellen und die werden versorgt mit Nährstoffen und brauchen Licht, damit sie funktionieren. Und wenn das tot ist, ist es zu Ende und dann bin ich auch weg. Dann ist nichts mehr da. Das war so mein Ausgangspunkt. So, und jetzt kommen die 37 Praktiken und die erste dieser 37 Praktiken von Gyaltsen Tokme, geschrieben um 1300, so grob, also das ist auch schon 700 Jahre her. Und der schreibt als allererstes, wir sollen die kostbare Menschengeburt erkennen, dass wir diese kostbare Menschengeburt haben. Was heißt das denn jetzt? Und jetzt müssen wir ein ganzes Stück ausholen, um das einordnen zu können, damit wir überhaupt anfangen zu verstehen, was meint er denn damit, dass das Nutzen der kostbaren Menschengeburt, dass das die erste Praxis ist, die wir ausüben sollten, wenn wir ein Buddhist werden wollen, ein Bodhisattva, ein Held des Geistes, wenn wir uns verwirklichen wollen, wenn wir wirklich weiterkommen wollen. Man muss mal jetzt die tibetische Philosophie sich mal angucken. Da gibt es 6 Daseinsbereiche. Also so wie wir in unserem christlichen Glauben, das kennen wir ja alle, denke ich mal, haben wir so den menschlichen Bereich, in dem wir sind wir jetzt, und dann gibt es doch den Himmel. Und das sind so die 2 Bereiche, die wir im Christentum kennen. Und im Tibetischen, die 6 Daseinsbereiche, das wird es noch ein bisschen aufgeweitet. Da gibt es auch die Menschen. Und da gibt es so einen Götterbereich, heißt das. Das wäre vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unserem, was wir für eine Vorstellung haben vom Himmel. Und zwischen Menschen und Göttern gibt es noch die Halbgötter. Das sind also dann 3 Bereiche. Und unter uns gibt es dann den Tierbereich. Und der Tierbereich wäre was, das können wir auch verstehen. Ne? Tiere, die leben im Wald oder eingesperrt in irgendwelchen Fabriken und werden dann geschlachtet. Die können nicht sprechen, die können nicht über sich selbst reflektieren, wie wir das können, so rational. Also zumindest verstehen wir das nicht, haben wir es noch nicht erlebt. Und dann kommt da drunter die Hungergeister
und der Höllenbereich. Die Hölle ist Wesen, die im vorherigen Leben viel Hass entwickelt haben und vielleicht gemordet haben, also anderes fühlendes Wesen umgebracht haben, was eine der schlimmsten Dinge ist, die man so tun kann. Und die landen dann eben im Höllenbereich. Der Höllenbereich äußert sich dadurch, dass es extrem unangenehm ist. Da gibt es einen heißen Höllenbereich und einen kalten Höllenbereich und da gibt es einen zerfetzenden Höllenbereich. Sehr, sehr detailliert aufgeschlüsselt. Und Rinpoche sagt immer, ich erzähle das gar nicht so sehr, weil wir haben mit der Hölle aus dem Christentum schon genug Angst gemacht bekommen. Das brauchen wir jetzt nicht auch noch. Aber im alten Tibet versetzen wir uns 700 Jahre zurück. Da waren die Leute vielleicht noch nicht so technisch gebildet, wie wir das sind. Und die haben tatsächlich, weil sie Angst hatten, in den Höllenbereich zu kommen, haben die angefangen zu praktizieren. Die hatten wirklich Schiss davor, in einem Höllenbereich ständig gebraten zu werden oder ständig frieren zu müssen oder ständig in Stückchen zerfetzt zu werden. Und deswegen gesagt, wow, da will ich nicht hin. Ich fange lieber an zu praktizieren, weil ich habe echt Schiss davor. Dafür sind wir in unserer Kultur hier viel zu abgeklärt. Ja, Blödsinn, Märchengeschichten und so, glauben wir eh nicht dran, ne? Deswegen ist es immer schwierig, diese Daseinsbereiche rüberzubringen, dass es sich nicht anhört wie ein Märchen, sondern dass da vielleicht was Wahres dran ist. Gehen wir wieder in eine andere Richtung, bei den Göttern. Bei den Göttern ist es so, die Götter sind auch nicht verwirklicht, die unterliegen auch dem samsarischen Daseinskreislauf, die werden geboren, die leben extrem lang, mehrere Millionen, Billionen oder Trilliarden Jahre und während dieser ganzen Zeit machen die Party und haben Spaß am Leben. Alles ist super. Aber die letzten 7 Tage, in denen wenden sich plötzlich ihre Familie und ihre Freunde wenden sich von dir ab, weil die fangen an zu stinken. Und dann werden sie alt, und dann werden sie gebrechlich und dann können sie den tollen Nektar oder Whisky oder was weiß ich, was die da für Partys machen, können die da nicht mehr konsumieren und kriegen unglaubliche Blähungen und Kopfschmerzen und der Körper fällt auseinander und keiner will sie mehr sprechen und wenn sie Blumen anschauen, verwelken die sofort. Es muss ein ganz, ganz furchtbarer Zustand sein. Es sind nur 7 Tage, aber für die Götter, die so viele Äonen lang ein tolles Leben gehabt haben, ist es eine unglaubliche Qual. Und dann sterben sie und sind wieder in dem Daseinskreislauf, werden in einem anderen Bereich wiedergeboren. Also auch der Götterbereich ist nichts, wo wir eigentlich hinwollen. Weil das ist zwar richtig cool, macht echt Spaß, aber es ist genauso irgendwann zu Ende und man ist genauso am Leiden. Und das Leiden ist eben so krass heftig, weil es vorher so krass toll war. Die Halbgötter zwischen dem menschlichen Bereich und dem Götterbereich, die sind von Eifersucht getrieben und von Neid. Und die wollen immer so sein wie die Götter und versuchen ständig die Götter zu überwältigen und auch Götter zu werden. Können sie aber nicht, weil es nur Halbgötter sind. Das heißt, die sind ständig am Kämpfen und ständig am struggeln und wollen immer weiterkommen und schaffen es aber nicht gegen die Götter, weil die Götter sind einfach kraftvoller, die haben einfach mehr Energie und mehr Leben und mehr Spaß und ja. Und die Tiere jetzt unterhalb von dem Menschenbereich, die sind geprägt durch Unwissenheit. Ja, die haben Ignoranz, hat man das früher in den Übersetzungen immer genannt, heute nennen wir das Unwissenheit. Die sind nicht in der Lage, darüber zu reflektieren, wie wir das jetzt hier gerade tun. Was ist denn mit dem nächsten Leben? Ein Löwe in der Savanne, der eine Gazelle reißt und umbringt, der ist sich nicht darüber im Klaren, dass er damit ein anderes fühlende Wesen Schmerzen zufügt und das sogar umbringt und dass ihn das wahrscheinlich in einem niederen Bereich wiedergeboren werden lässt. Aus unserer Perspektive der König der Tiere, der Löwe, der ist so mächtig und so stark und so stellen wir uns das vor. Eigentlich ist das ein ziemlicher Scheißjob, weil du kannst als Löwe nicht Vegetarier werden. Das funktioniert nicht. Das macht der Körper nicht mit. Das heißt, die sind durch ihre samsarische Festlegung in der Tierwelt, sind die schon dafür prädestiniert, dass es ihnen im nächsten Leben nicht besser gehen wird. Da gibt es Ausnahmen und da gibt es auch Geschichten im tibetischen Buddhismus dazu, wo Wölfe dann irgendwie ein Kind großziehen oder so und deswegen dann wieder im besseren Bereich wiedergeboren werden. Aber prinzipiell sind Tiere erstmal verwirrt, wissen nicht, was sie tun, sondern tun sie das aus dem Instinkt heraus. Sie können nicht anders.
Und das unterscheidet uns von den Tieren, dass wir haben auch Instinkte, und das wird ja, oft werden wir reduziert auf unsere Instinkte, auf unsere biologischen, aber wir können die reflektieren und wir können über uns selbst reflektieren, können uns selbst erkennen und unsere Handlungen, was die für Auswirkungen haben und können entscheiden, ob wir das so machen oder so machen. Ich kann jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob ich die Fliege, die da nervt, totschlage oder ob ich sie einfange und rausschmeiße oder einfach fliegen lasse. Und ich kann jeden Tag entscheiden, ob ich Fleisch esse oder ob ich nicht Fleisch esse. Das ist meine Entscheidung. Ich bin nicht prädestiniert, durch meine biologischen Umstände Fleisch zu essen. Ich kann das selbst entscheiden. Ich kann mich entscheiden dafür, vegetarisch zu sein. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Bereich im Buddhismus. Ganz viele Buddhisten leben vegetarisch, weil das einfach eine Entscheidung ist, die sie getroffen haben. Und dann gibt es noch die Hungergeister. Das ist zwischen den Tieren und der Hölle. Und die Hungergeister, das sind Wesen, die im vorherigen Leben durch Gier geprägt waren. Und da gibt es verschiedene Varianten. Ich erläutere jetzt mal 2 verschiedenen. Die werden als Wesen geboren mit einem riesengroßen Mund, mit dem sie unglaublich viel fressen können, aber einem nadeldünnen kleinen Hals, durch den sie nichts durchkriegen. Und sie haben ständig Hunger. Und haben jetzt also diesen riesigen Mund und könnten ganz viel fressen und es ist vielleicht auch alles da, aber sie können das nicht konsumieren, sie kriegen das nicht durch ihren kleinen dünnen Hals durch und sind deswegen ständig hungrig. Und die anderen Hungergeister haben einen riesen Magen und sind ständig hungrig, haben aber nur einen ganz kleinen Mund und kriegen da fast nichts durch und sind deswegen ständig hungrig. Das sind also verschiedene Ausprägungen, sehr detailliert beschrieben, was dazu führt, dass man als solches Hungergeist eben wiedergeboren wird, der nie genug kriegen kann, immer gerne haben möchte und nie genug kriegen kann. Oder aber sogar ständig viel zu viel hat und das dann nicht in sich halten kann und das dann wieder ausbricht und trotzdem Hunger hat. Und es sind ganz unglückliche Umstände, in denen man als Hungergeist unterwegs ist. So, und bis jetzt ist das alles noch so ein Märchencharakter. Aber das Abgefahrene ist, dass wir das alles auf unsere Welt hier übertragen können. Wir können ja einfach mal so rumgucken. Was machen denn die Götter in den 6 Daseinsbereichen? Die haben Spaß, die machen Party, die sind aber auch irgendwann gelangweilt und dann fangen sie sich an, gegenseitig zu bekriegen und dann bekriegen sie die Halbgötter, die ständig ja gegen die Götter vorgehen wollen und haben Spaß dran, die Halbgötter zu vernichten und merken gar nicht, was sie da tun. Umgekehrt, die Hungergeister, die sind so beschäftigt damit, irgendwas in sich reinstopfen zu wollen oder irgendwas mehr haben zu wollen, was sie nicht behalten können oder was sie nicht kriegen können, weil einfach nichts da ist, weil sie nichts haben, die haben ständig Hunger, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, darüber zu reflektieren, was sie da gerade tun oder was das mit ihnen macht, dass sie diese Dinge tun. Und auf unsere Welt übertragen ist es eigentlich ganz ähnlich. Wenn man jetzt guckt, wer sind die Halbgötter und die Götter? Das sind so Elon Musk und Zuckerbergs und Trumps. Das sind die alles haben und trotzdem noch nicht genug kriegen und trotzdem immer noch mehr haben müssen und trotzdem nicht glücklich sind und sich gegenseitig bekriegen. Ich weiß ja nicht, ob sie es dann irgendwann mal gemacht haben, der Elon Musk hat den Zuckerbergs der Besitzer, Erfinder von Facebook und Elon Musk von, weiß ich nicht, X und Starlink und kommt aus PayPal oder so, also irgendwie so riesenreiche Leute. Da hat der eine gesagt, der fordert den anderen heraus zum Boxkampf. Der wollte sich mit dem wirklich, wie irre ist es denn, dass irgendwie dann 2 so unglaublich reiche Menschen dann anfallen wollen, sich mit Fäusten gegenseitig, die sind so gelangweilt, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Statt dass sie ihren unglaublichen Reichtum und die Macht, die sie haben, sinnvoll einsetzen, kommen sie auf solche schwachsinnige Ideen. So, das heißt, die Götterbereiche, die erkennen wir, das sind die Superstars und die Reichen und die Mächtigen und die Putins dieser Welt. Was hat der davon, dass er in der Ukraine Krieg anzettelt und jetzt seine ganzen jungen Männer aus Russland werden alle eingezogen und kämpfen da an der Front, die überhaupt nichts bringt. Das bringt niemandem was. Die machen sich gerade selber kaputt. Wirtschaftlich ist Russland am Ende. Und wieso macht der das? Was ist das? Was hat der für ein Problem, dass der sowas anfängt? Oder der Trump, dass er irgendwie jetzt behauptet, irgendwie Grönland würde eigentlich in den USA gehören und der nimmt das jetzt den Dänen weg. Also totaler Schwachsinn, völlig irre.
Und dabei sind die unendlich mächtig. Verglichen mit uns sind die unendlich mächtig. Der Putin kann einen Krieg anfangen, der kann einfach ein anderes Land invadieren. Der Trump kann einfach Zölle in Brasilien auf Mangos legen und dann können die keine Mangos mehr exportieren. Deswegen müssen sie die nach Europa exportieren, deswegen können sie in Europa die Mangos nicht mehr verkaufen, weil die aus Brasilien viel billiger sind. Und plötzlich ist die ganze Weltwirtschaft irgendwie, nur weil der Trump da ein Gesetz gemacht hat, dass es jetzt eine neue Importsteuer gibt. So mächtig ist der. Völlig irre. So, und dann die Tiere haben wir eben schon gehabt, das sehen wir ne? Wenn ein Esel auf der Weide steht, der grast und macht sein Häufchen, aber viel mehr an Selbstreflexion kriegt er halt nicht hin. Und die Hungergeister, das sind die, die so damit beschäftigt sind, sich das Essen für den nächsten Tag oder selbst für den gleichen Tag noch zu besorgen, dass sie keine Zeit haben und keine Möglichkeit darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen hat, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Oder was das für Auswirkungen hat, ob sie sich was klauen, ob sie was stehlen, weil die müssen leben und haben Hunger und dann klauen sie sich das halt. Stehlen ist aber eine Untugend. Das führt dazu, dass man sein Karma irgendwie negativ beeinflusst. Die können aber nicht anders, haben keine andere Möglichkeit. Und in der Hölle ist es das ist das Allerschlimmste. Wir haben auf der Welt, hier auf unserer Welt, jetzt im Moment haben wir auch Höllenbereiche. Sogar sowas wie diesen zerfetzenden Höllenbereich. Wer denkt sich sowas aus? Ne? Wir Menschen denken uns sowas aus. Wenn wir Hühnchen züchten und die männlichen Hühnchen wollen wir nicht haben, weil die legen keine Eier, die kommen in den Schredder. Wenn man das mal gesehen hat, das ist ein Bild, das habe ich da mal drin, weil ich das in einer Dokumentation gesehen habe, ich kriege das nicht mehr raus. Das ist so furchtbar. Die werden geboren, diese kleinen, wuscheligen, süßen kleinen Küken, und dann kommen die wirklich in den Schredder. Das ist genau die zerfetzende Welt, von der die Buddhisten in der Philosophie schon vor 700 Jahren drüber, die schon kannten, die schon beschrieben haben. Damals gab es das noch nicht. Und wir haben das heute erfunden und machen das tatsächlich so. Wir als Menschen machen das sogar so. Krass. So, und jetzt haben wir diese ganzen Wesensbereiche haben wir jetzt einfach mal auf unsere Welt übertragen und sehen, eigentlich gibt es das auf dieser Welt alles auch. Das heißt, so weit hergeholt ist das gar nicht. So, und angedeutet habe ich jetzt auch schon, wie man da hinkommt, nämlich durch unsere Geistesgifte. Und unser primäres Geistesgift ist Unwissenheit. Ignoranz oder Unwissenheit. Diese zwei Worte werden da verwendet für. Das versuchen wir genau jetzt in diesem Moment auszumerzen. Weil sobald wir das gehört haben, was wir jetzt hier gerade an Belehrungen, an Vorlesungen bekommen, können wir nicht mehr sagen, wusste ich nicht, tut mir leid, keine Ahnung, weil jetzt wissen wir es. Das heißt, wir wissen jetzt, dass es diese verschiedenen Wesensdaseinsbereiche gibt. Dann gibt es unterhalb von der Ignoranz, die Basis von aller Verwirrung ist, gibt es einmal das Ablehnen und einmal das Haben-Wollen. Also einmal das Ergreifen und die Anhaftung und auf der anderen Seite das Ablehnen und das Hassen. Das sind die zwei Gegenpole, die es da gibt unterhalb von der Ignoranz. Gibt es einmal das Haben-Wollen und auf der anderen Seite das Ablehnen und Nicht-Haben-Wollen. Das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, das muss ich bekämpfen. Das will ich abschaffen, das will ich kaputt machen, das will ich entfernen. Und das andere, da habe ich noch nicht genug von, das möchte ich gerne haben, das ist attraktiv, das gefällt mir und deswegen möchte ich das haben, möchte ich mir das nehmen. Das sind die zwei Bereiche und dann splittert sich das auf, zum Beispiel in Eifersucht und Neid. Eifersucht und Neid sind wieder Untervarianten von dem Haben-Wollen. Eifersucht, Neid und Gier. Das ist dieses Haben-Wollen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Ablehnung, Zerstören und Töten. Das sind die Geistesgifte, die wir auf der anderen Seite haben, die ablehnenden Geistesgifte. Das Negative, was wir nicht haben wollen, was wir ablehnen, was wir verstoßen, was wir bekämpfen wollen. Wenn man das dann weiter aufschlüsselt in diesen Geistesgiften, diesen Emotionen, die wir haben, dann gibt es davon 84.000 Stück, beziehungsweise 84.000 wurden beschrieben. Und braucht keine Angst haben, wir werden die 84.000 jetzt nicht aufschlüsseln. Aber spannend ist, dass das so genau schon mal beschrieben worden ist. Und wir auch in dieser kleinen, fein ziselierten Auswahl der verschiedenen emotionalen Strömungen und Geisteszustände, die es so gibt,
nach und nach rausfinden werden, welches denn unsere primären Probleme sind. Weil es gibt Menschen zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt, das ist immer so auffällig, die sind immer ärgerlich. Oder es gibt Menschen, die sind immer irgendwie geizig. Ne? Wenn man mit denen ausgeht, dann ist es nie, ja komm, ich zahle das und deinen Kaffee zahle ich mit, sondern ich sage immer, ja, nee, getrennte Rechnung. Ich zahle meins, du zahlst deins. Und selbst wenn man dann das nächste Mal eingeladen hat, das nächste Mal, ja, nee, getrennte Rechnung, mal wieder 1 und 1. Das ist so eine Grundhaltung an Menschen und das muss man rausfinden. Jeder für uns muss rausfinden, was ist denn das? Es kann auch sein, dass man so ein neidiger Mensch ist, ein eifersüchtiger Mensch, der ständig auf anderes neidig ist. Müssen wir rausgucken, welche von diesen Grundemotionen sind das denn, die da in mir leben und mit mir was machen. Das ist spannend, das rauszukriegen. Und das ist jetzt, was wir gestern schon erwähnt haben, diese Innenschau. Dass wir nicht nach draußen gucken und sagen, ist es ungerecht, der hat aber viel mehr als ich, wieso habe ich viel weniger? Das ist ja so ein typischer Gedanke, den man in unserer Welt hat. Alles muss gerecht sein, auch gerecht verteilt. Wenn der mehr hat als ich, dann muss man dem das wegnehmen oder muss der das versteuern oder keine Ahnung oder ich wünsche ihm, dass es kaputt geht, er das verliert oder wie auch immer. Das sind so Gedanken, die da rauskommen. Die sind komplett nicht produktiv. Das bringt überhaupt nichts, so ein Gedanke. Das ist einfach nur negativ für unser Wohlbefinden. Eifersucht bringt niemandem überhaupt gar nichts. Es schadet uns selbst. Und Hass bringt auch niemandem was. Wenn ich jemanden hasse, aus welchem Grund auch immer, bringt das demjenigen überhaupt nichts und mir auch nicht. Das ist nur negativ. Das bringt nur Probleme. Wenn wir jetzt diesen Geistesgiften folgen, dann hat das einen Effekt. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Wissenschaft und gucken uns mal an Ursache und Wirkung. Ja, wenn ich hier ein Kabel nehme und lasse das fallen, also lasse das los, dann fällt das runter. Da ist die Ursache, dass ich das gegen die Erdanziehungskraft losgelassen habe und die Wirkung davon ist, dass es runterfällt. Und das passiert genau jedes Mal, wenn ich das mache. Ich halte das hoch, in dem Moment, in dem ich loslasse, fällt es runter. Ursache und Wirkung. Unwiderruflich passiert das immer genau so. Es wird nie anders sein. Solange die Bedingungen da sind, nämlich ein Kabel und meine Hand und die Erdanziehung, und ich lasse das Kabel los, wird das so passieren. Das ist Ursache und Wirkung. Das ist ein Naturgesetz. Wissenschaftlich nachgewiesen und so banal, dass man noch nicht mal drüber nachdenkt. Es ist so selbstverständlich, wenn ich etwas tue, hat das einen Effekt. Genauso geht auch nie irgendwas verloren. Da gibt es in der Thermodynamik gibt es das Gesetz von der Energieerhaltung. Könnt ihr euch erinnern, habt ihr vielleicht in der Schule mal gelernt. Das ist echt wichtig, dass man das mal gelernt hat und versteht. In einem geschlossenen System ist die Menge an Energie, verändert sich da nicht. Die nimmt vielleicht verschiedene Formen an, aber sie verändert sich nicht. Es geht nie irgendwas verloren. Wenn sich da was verändert, thermodynamisch, dann wird zum Beispiel aus Dampf wird vielleicht Wasser. Dabei entsteht Wärme und umgekehrt, wenn das verdunstet, entsteht Kühle, da geht Energie verloren aus dem Wasser, aber die Energie ist trotzdem da, dann wird die Luft halt wärmer. Das heißt, in einem geschlossenen System geht sowas nicht verloren. Und das Gleiche mit Masse. Masseerhaltungsgesetz, Masse geht auch nicht verloren. Masse verändert sich vielleicht und Masse wird vielleicht zu Energie und Energie wird vielleicht zu Masse, aber es ist nicht so, dass irgendwas verloren geht. So, jetzt haben wir Ursache und Wirkung. Bei bestimmten Bedingungen, wenn ich etwas tue, hat das einen Effekt und es geht nichts verloren. Und mit diesen 2 wissenschaftlich nachgewiesenen Grundprinzipien, die man bestimmt schöner erklären kann, aber vom Prinzip her ist klar, worüber ich rede. Jetzt übertragen wir das auf unsere Aktion, auf unsere Handlung, auf unsere Aktivitäten und plötzlich denken wir, das würde nicht mehr gelten. Ja, wenn ich etwas stehle und das merkt niemand, kein Problem, alles gut. Ist aber nicht so. Sondern wenn ich etwas stehle, dann habe ich etwas gestohlen. Das ist die Ursache dafür, dass ich später andere Bedingungen haben werde. Nämlich, dass mir auch etwas gestohlen wird oder dass ich etwas verliere oder irgendwas anderes passiert. Und indem ich etwas tue, setze ich, und das ist jetzt das Karma, setze ich einen karmischen Samen. Indem ich etwas tue, entsteht auf diesem Bankkonto, wie ich es gestern genannt habe, auf diesem karmischen Bankkonto, wird ein Same eingesetzt. Und dieser Same sitzt jetzt da
und wartet, bis die richtigen Bedingungen eingetreten sind, um wirksam zu werden. Und so ein Same, der kann schon mal eine Weile liegen. Ja, so ein Same, wenn man den irgendwo in der Samenbank hat, dann kann er da auch 50 Jahre liegen. Wenn er dann aber die richtige Menge an Feuchtigkeit und Wärme bekommt, dann sprießt da plötzlich ein kleiner Spross raus und dann wird da was draus. Und genauso ist das mit dem Karma auch. Und da gibt es einen ganz zentralen, wichtigen Zeitpunkt, an dem dieses Karma unglaublich wirksam ist. Und das ist genau, wenn wir sterben. Und da hört es eben nicht auf, sondern es geht halt weiter. Wir haben also einen Lebensbereich, der geht von der Geburt bis zum Tod. Und dann haben wir einen sogenannten Bardo-Bereich. Ab dem Todeszeitpunkt, bis wir wiedergeboren werden, das ist dieser Bardo-Zustand. Und dann werden wir wieder geboren. Und dann geht wieder unser samsarisches Leben los. Und dann sind wir erstmal ein Säugling und dann werden wir jugendlich und dann werden wir erwachsen und dann werden wir alt. Und dann werden wir krank und dann sterben wir wieder. So, das ist so der normale Kreislauf. Und auch das ist wieder so unendlich offensichtlich. Man braucht nur aus dem Fenster gucken, da steht ein Baum. Der stand ja nicht schon immer da. Der ist irgendwo mal hergekommen. Nämlich aus einem Samen. Der ist irgendwann mal aus einem Samen gewachsen und dann wurde er ein Baum. Und dann kennen wir den so. Und weil das aber so langsam geht, deswegen ist uns das gar nicht immer so klar. So ein Baum, der kann ja 50 Jahre alt werden oder sogar 100 oder 400. Das ist für uns, wir merken gar nicht, dass der Baum wächst oder dass der irgendwie dann, ne? Und dann wird der irgendwann krank und dann fallen die Blätter runter und dann bricht ein Ast ab und dann fällt er um und dann wird er zu Humus und dann wachsen die nächsten Bäume wieder aus. Ganz normal, wird nie jemand in Frage stellen, dass das so ist. Aber bei uns, beim Menschen, denken wir so, in unserer Kultur jetzt, ja nee, wir werden geboren und wenn wir sterben, dann ist alles vorbei. Das ist aber Quatsch. Sondern wenn der menschliche Körper stirbt und zerfällt, ja, so wie ein Baum auch, dann wird der zu Humus oder wird verbrannt und wird zu Gasen und Asche und Energie, dann ist er weg. Was passiert jetzt mit dem Geist? Was passiert jetzt mit dem, was uns hier jetzt als Lebewesen ausmacht? Der verpufft und wird nichts, oder was? Der geht verloren. Ist doch Quatsch, ist so offensichtlich, dass das nicht sein kann. Wenn nichts verloren geht, Energie geht nicht verloren, Masse geht nicht verloren, die Systeme sind immer stabil und immer vollständig, wieso sollte ausgerechnet der Geist einfach nicht mehr weiter existieren? Wieso sollte der aufhören zu sein? Das kann ja gar nicht sein. So, und jetzt, wo wird dieses Karma wirksam? Im Bardo. Und im Bardo, das ist der Zustand des Werdens, im Bardo entscheidet sich, wie unser nächstes Leben sein wird, wo wir wiedergeboren werden. Nämlich in einen von diesen 6 Daseinsbereichen. Ob wir als Götter, Halbgötter, Menschen, Tiere, Hungergeister oder in der Hölle wiedergeboren werden. Das entscheidet sich im Bardo. Und der Bardo-Zustand, der kann von wenigen Sekunden bis zu 49 Tagen, das ist so das Maximum, was noch gesund ist. Und wenn es länger dauert, dann hängen wir in so einem Zwischenbereich, dann sind wir irgendwie Geistwesen, die keinen Körper haben und auch keinen neuen Körper so bekommen und festsitzen in so einer Zwischenwelt. Nicht so toll, wird uns hoffentlich nicht passieren, weil wir sind unter der Obhut von Rinpoche ganz gut vorbereitet darauf, was passiert in dem Bardo. Und wenn wir richtig, richtig gut sind, dann können wir im Bardo selbst entscheiden, wo es das nächste Mal hingeht. Und das wäre so unser Ziel. Dass wir dahin kommen, dass wir so klar sind, nachdem wir gestorben sind, dass der Geist dann so klar ist, dass er selbst entscheiden kann, wo er das nächste Mal hin will. Das wäre so ein Ziel, das wir uns mal vornehmen können. Ist ein hohes Ziel und setzt vor allen Dingen voraus, dass wir an diese ganze Philosophie, die ich jetzt in ganz kurzer Form mal ausgebreitet habe, dass wir daran glauben und das verinnerlicht haben. Wenn wir nicht daran glauben, dann macht das alles irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Und dann haut man die Fliege halt doch mal tot, weil die einen echt nervt. Und ja, hat ja keiner gemerkt, sieht ja keiner, ist ja in Ordnung. Ne? Oder ich schreie jemanden an, weil der mich gerade wirklich nervt und mache den so richtig zur Sau und merke dann, dass mich vielleicht das sogar noch ein bisschen freut, dass ich den so richtig zur Sau machen kann. Es gibt so Menschen, das kann einem passieren, dass man irgendwann so ärgerlich wird, dass man den anderen nur noch vernichten will. Aber das hat Konsequenzen. Das ist nicht so, dass das dann, ja, jetzt ist vorbei, jetzt, der ist halt kaputt und mir geht es ein bisschen besser. Ich habe mich entspannt, weil ich ihn anschreien konnte. Nee, so ist das nicht.
sondern da bleibt ein karmischer Same übrig. Und den haben wir selber gepflanzt, sind wir selber für verantwortlich. Deswegen kommt dann oft in so Fragerunden, wie ist denn das mit dem Karma? Wie war denn mein letztes Leben? Was war ich denn da? War ich da irgendwie Bürgermeister von Tuttlingen oder war ich da ein großer, mächtiger Krieger oder vielleicht ein Esel? Weiß man ja nicht. Ne? Und dann sagen die Gelehrten, dann, wenn du wissen willst, warum du jetzt da bist, wo du bist, dann schau dir an, was du im letzten Leben gemacht hast. Und wenn du wissen willst, wo du im nächsten Leben hinkommst und wie du wiedergeboren wirst, dann schau dir an, was du jetzt gerade tust. Weil das, was du jetzt tust, ist genau das, die Grundlage dafür, was du im nächsten Leben werden wirst, wie du wiedergeboren wirst. Alles, was wir tun, hat so wie das Kabel, das jetzt, wenn ich es loslasse, auf den Boden fällt, weil da ist die Anziehungskraft und das Kabel in meiner Hand, die das loslässt, genauso wie das Amen in der Kirche, würde man jetzt im Christentum sagen, so selbstverständlich ist das, was wir jetzt tun, der Effekt ist, wie wir im nächsten Leben wiedergeboren werden. Und das war jetzt nur die Vorrede und jetzt kommt der eigentliche Inhalt von der ersten Übung der Praxis der Bodhisattvas, nämlich das Nutzen der kostbaren Menschengeburt. Jetzt verstehen wir, ach so, deswegen sollen wir unsere jetzt Menschengeburt, in der wir jetzt sind, deswegen sollen wir die so gut nutzen wie überhaupt möglich. Ja, und wie können wir diese kostbare Menschengeburt nutzen, so gut wie möglich? Eigentlich müsste man jetzt ins Retreat gehen und nicht mehr rauskommen, bis man verwirklicht ist. Das wäre es eigentlich. Ne? Jetzt sind wir aber leider nicht mehr im Tibet von vor 700 Jahren. Da konnte man das nämlich machen. Dann hat man sich die Haare scheren lassen, hat sich eine Robe angezogen und ist ins Kloster gegangen. Und dann war es das. Dann hat man da seine Verwirklichung finden können. Alles war gut. Nein, wir sind hier ein Ngakpas. Ngakpas sind sogenannte Haushälter. Das sind Menschen, die ihren eigenen Lebensunterhalt selbst verdienen müssen und deswegen im Leben stehen und einen Job haben. Und vielleicht einen Partner und eine Familie und vielleicht Kinder, um die sie sich kümmern müssen. Na, wenn Monika jetzt einfach mal schnell sagt, nö, ich gehe jetzt ins Retreat und bin jetzt mal weg, die nächsten 12 Jahre sitze ich in Himalaya in der kleinen Höhle, wäre doof, oder? Wenn man kleine Kinder hat, ja, da kann man nicht einfach weggehen, das geht nicht. Das heißt, wir sind dadurch, dass wir in diese Welt eingebunden sind und es diese Kultur, dass 70% der Bevölkerung, 30% der Bevölkerung ermöglicht, als Mönche und Nonnen zu leben. Die Kultur gibt es heute nicht mehr. Deswegen müssen wir uns selber kümmern. Deswegen sind wir Haushälter. Das macht's schwerer. Unendlich viel schwerer. Du kannst nicht einfach dich darauf verlassen, dass 70% der Bevölkerung Reis vor die Tür stellt und du kriegst halt was zu essen und kannst da deine normale Meditationspraxis machen in dem Kloster und jeden Morgen um 3:30 Uhr aufstehen und dann deine Praxis machen und das geht nicht in unserer Kultur. Auf der anderen Seite ist aber das, wo wir hier unterwegs sind, auch viel, viel besser geeignet, uns wirklich zu schärfen und zu verstehen, was wir hier tun. Wenn man im Kloster ist, kann man auch nicht so viel falsch machen. Ja, da sind auch vielleicht mal so kleine Streitereien oder so, aber da kann man gar nicht so viel falsch machen wie in diesem Leben. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, es echt zu versauen. Das ist einerseits doof, aber andererseits birgt es auch dieses Potenzial, dass wir auch wirklich viel Gutes tun können. Dass wir uns wirklich verändern können. Dass wir wirklich, indem wir uns wohlwollend verhalten und die 10 Tugenden praktizieren, dass wir Verdienst ansammeln können. Und der Verdienst ist die eine Komponente, die man braucht, um die Verwirklichung zu erreichen. Und die andere Komponente ist die Weisheit. Und Weisheit und Verdienst zusammen sind die Grundlage dafür, dass wir Verwirklichung erreichen können und Erleuchtung finden. Und weil wir jetzt gerade schon dabei sind, warum machen wir das Ganze? Da gibt es einmal ein kleineres Ziel. Das wäre, um aus diesem ewigen Daseinskreislauf endlich mal rauszukommen und zu sagen, ich möchte gerne im nächsten Leben ein gutes Leben haben und da kann ich da ja weitermachen und das noch weiter verbessern. Das wäre das sogenannte Hinayana. Da versuche ich, ein besseres Leben zu bekommen und mich richtig zu verhalten und nach die Verwirklichung zu erreichen und dann nach ein paar Äonen habe ich die Möglichkeit auch wirklich Erleuchtung und aus dem Daseinskreislauf rauszukommen. Und das große Fahrzeug oder das große Ziel, großartig,
Das ist, wenn ich sage, warum will ich das eigentlich machen? Nicht nur, damit ich selber auskomme, sondern dass ich selber Erleuchtung finde und allen anderen fühlenden Wesen auch helfen kann. Und das ist das allererste, was wir morgens, wenn wir aufstehen, sagen. Wenn ihr in euer Nöndro-Heft guckt, Balden Sarai Lama, das ist der allererste Satz, da steht das schon drin. Ich möchte Verwirklichung finden, um dann allen fühlenden Wesen zu helfen. Das ist unser Ziel und wir sitzen hier in einer großartigen Gompa im Nyingma-Tradition des Vajrayana, im tibetischen Buddhismus, und das ist unser Ziel. Das ist das großartige Ziel, das wir vor uns haben. Rauskommen aus diesem Leben und allen anderen fühlenden Wesen, die auch im Samsara feststecken, auch zu helfen, da rauszukommen. Warum ist jetzt diese Menschengeburt so kostbar? Weil wir als Menschen die Möglichkeit haben, in einem ausgewogenen Mittel zwischen Leid und Freude, so wie wir hier in der Welt unterwegs sind. Es ist ja nicht alles schlimm, wir werden nicht ständig von Messern zerfetzt und wir leben auch nicht ständig auf einer Dauerparty, wo wir so versorgt werden, dass wir überhaupt gar keine Gedanken an irgendwas Negatives haben könnten, sondern wir sind hier mit Leid, wir sind Geburt und Tod ausgesetzt und wissen das auch. Ja, die Götter, die sind so borniert, die merken überhaupt nicht, dass sie irgendwann sterben. Wenn jemand stirbt, dann gehen sie weg, weil der stinkt, den wollen sie gar nicht sehen, dann gucken sie weg. Das kriegen wir übrigens auch ganz gut hin. Über Tod sprechen wir nicht so gerne. Deswegen habe ich vor vielen Jahren mal einen Hospizkurs gemacht und dann als Hospizmitarbeiter gearbeitet. Und das hat mich wirklich weitergebracht. Zu sehen, wie das ist, wenn Menschen sterben und festzustellen, dass das überhaupt nicht so schlimm ist und dass es gar nicht so energiezehrend ist, wie alle immer gesagt haben, boah, das könnte ich nicht, das wäre mir viel zu hart irgendwie da. Ne? Das ist überhaupt nicht schlimm. Sterben ist überhaupt nicht schlimm. Ja, doch, Sterben ist schon schlimm, wenn man dann selber so weit ist. Aber wenn man anderen Menschen beim Sterben irgendwie helfen kann, nicht helfen im Sinne von aktiv, sondern einfach da sein kann und denen die Angst nehmen, das ist wahnsinnig bereichernd. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und wenn man das mal gemacht hat und sich mit dem Tod und mit dem Sterben auseinandergesetzt hat und sieht, wie da gibt es ein dickes Buch, das Leben und Sterben im tibetischen Buddhismus und das Totenbuch aus dem tibetischen Buddhismus, in denen ist exakt genau beschrieben, wie das passiert, wenn jemand stirbt. Und es stimmt alles. Ich habe es alles überprüft. Es stimmt. Wie sich die verschiedenen Aggregate auflösen, wie sich die Erde auflöst, das Erdelement in das Wasserelement und das Wasserelement sich dann auflöst in das Luftelement und wie der Körper sich setzt und was die Menschen spüren, wie sie dann irgendwann ins Kissen sinken und immer tief, weil sie überhaupt gar keine Kraft mehr haben, weil die Energie sie verlässt. Und wie dann irgendwann es schwarz wird und dann der Geist den Körper wirklich verlässt. Das ist alles schön dokumentiert, ganz präzise beschrieben, sogar inklusive genauer Zeitangaben, wie lange das dauert zwischen den verschiedenen Phasen des Sterbens, solange wie es dauert, ein Abendmahl einzunehmen. Das sind keine Minuten und Sekunden, das sind so 20 Minuten. Das ist der Status, zwischen dem du irgendwie das Röcheln atmen kriegst und der letzte Atemzug passiert. Natürlich nicht so ein Unfalltod, wo man dann irgendwie im Auto stirbt, das ist dann natürlich ganz anders. So ein ganz normaler, natürlicher Tod, wenn jemand einfach stirbt, was einfach irgendwann passiert. Und nicht im Krankenhaus auf der Intensivstation an den Maschinen hängt, wo es nochmal wieder was anderes ist, wo man das auch nochmal verlängern kann und das alles nochmal verschoben wird, sondern so ein natürlicher Tod, wie es heute eher selten geworden ist. Das ist genau beschrieben, wie das passiert und genau so funktioniert das auch. Und dann beschreiben die in den Büchern aber sogar, wie es danach weitergeht. Und das können wir natürlich schlecht überprüfen, weil da kannst du dann nicht mehr reingucken. Das erlebt dann jeder für sich selbst. Und da ist auch jeder für sich selbst. Da ist dann auch keiner mehr dabei. Und da kann auch ein Sterbebegleiter dann nicht mehr helfen. Da ist man dann auf sich selbst gestellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns frühzeitig damit auseinandersetzen, wie das denn funktioniert. Und nochmal zurück, die kostbare Menschengeburt. Und jetzt sehen wir schon, wie wertvoll dieses Leben ist, weil wir die Möglichkeit haben, jetzt Dinge zu verändern, die auf unser nächstes und auf alle folgenden Leben und auf die Leben der anderen Wesen, die um uns herum sind, alles Auswirkungen hat. Das ist also einerseits eine wahnsinnige Möglichkeit, die wir da haben, eine Chance, die wir da bekommen. Und es ist auch eine ganz große Verantwortung, die wir haben mit unserem Leben. Unsere kostbare Menschengeburt wirklich sinnvoll einzusetzen, um
zu lernen, zu kontemplieren, zu praktizieren und zu verwirklichen. Das, was wir gestern gesagt haben, was die Grundlage ist, warum wir das alles tun. Wir wollen etwas lernen, dann wollen wir das kontemplieren, prüfen, ob das wirklich stimmt, gucken, wie man das anwenden kann. Dann wollen wir es anwenden und so lange üben, bis wir es wirklich verwirklicht haben. Dass es völlig selbstverständlich ist, dass wir uns in einer Art und Weise verhalten und agieren und Dinge tun, die dazu führen, dass es uns und allen anderen fühlenden Wesen dadurch besser geht. Das ist das Ziel. Ein cooler Nebeneffekt davon ist, dass es uns in diesem Leben dabei auch noch besser geht. Das vergesse ich immer zu erwähnen, weil ich das schon so lange mache, aber das funktioniert tatsächlich. Wenn wir hier praktizieren und uns wohlwollend verhalten und die Geistesgifte im Griff haben und nicht uns von den Geistesgiften leiten lassen, sondern wirklich aktiv Positives tun, dann hat das einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit, auf alle unsere Beziehungen mit anderen Menschen, auf unser Finanzielles, dass wir genug finanziellen Hintergrund haben, dass wir gut leben können und so weiter und so weiter. Das sind Nebeneffekte, die man gar nicht so in den Vordergrund stellt, aber in unserer Kultur, alles, was wir an Buddhismus so bekommen, oder vieles davon, geht eher in die Richtung, Selbstoptimierung. Ich will, dass es mir gut geht, ich möchte mich entspannen, ich möchte, dass es irgendwie mein Geist sich entfalten kann und das ist ja auch in Ordnung, aber das ist eigentlich nur der Nebeneffekt. Worum es wirklich geht, ist, dass wir vermeiden, in einem schlechten Daseinsbereich wiedergeboren zu werden oder überhaupt in dem Bardo-Zustand, in diesem Zwischenzustand, von den sogenannten karmischen Winden, also unsere karmischen Samen, die wir gesetzt haben, in einen bestimmten Bereich geschubst werden, in den wir eigentlich gar nicht wollen. Sondern dass wir bewusst entscheiden können, wo wir eigentlich hinwollen. Was soll denn unsere nächste Station sein? So, und wenn wir jetzt gucken, wo wir gerade sind, hier und jetzt, dann müssen wir feststellen, uns geht es so unendlich gut im Vergleich zu allen anderen fühlenden Wesen, die jetzt im Moment gerade auf dieser Welt sind. Weil wir alles haben, was wir brauchen. Wir sitzen hier in einer Wampa, wir sind in der Lage, hierher zu kommen. Wir sind in der Lage, die Zeit da investieren zu können, dass wir das machen. Wir haben das Geld, um das zu bezahlen. Wir haben die innere Einstellung und die intellektuelle Fähigkeit, das zu verstehen, was hier gesprochen wird. Und wir haben sogar eine Verbindung zu einem verwirklichten Lama. Das alles haben wir. Das sind Voraussetzungen, die man braucht, um aus diesem Daseinsbereich irgendwie in einen guten nächsten Daseinsbereich rüberzukommen. Wir haben das alles. Wir haben die absolut Ausnahme, einen Rinpoche zu kennen. Hier, obwohl wir gerade im Bayerischen Wald irgendwo in einem alten Landschulheim sitzen und wir können jeden Tag einfach essen und satt werden und wir können jede Nacht ins Bett gehen und schlafen, meistens zumindest. Und wir haben eine Arbeit, die aber nicht so intensiv ist, dass wir 4 Jobs gleichzeitig haben und überhaupt gar keine Zeit haben, um dazwischen irgendwas Sinnvolles zu tun, sondern wir haben einen Job oder vielleicht einen halben Job oder eine Mutter, die genug verdient, dass ich mir trotzdem mein Skispringen leisten kann. Uns geht so unendlich gut. Wir haben keine Vorstellung davon, wie gut uns das geht. Ich sage mal, wenn da so ein Milcheimer ist, dann sind wie die Sahne oben drauf. Diese 3 Millimeter, die da oben drauf schwimmen. So gut geht es uns im Vergleich zum ganzen Rest der Menschheit. Wir gehören zu den obersten 1% der glückseligsten Menschen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das ist eine Kontemplation, die dürft ihr bitte gerne alle mit nach Hause nehmen und jeden Tag einmal das mindestens denken. Jeden Tag mindestens einmal denken, boah, wie gut geht's mir. Egal wie schlimm das ist und wer gerade gestorben ist und wer mich betrogen hat und dass ich meinen Job verloren habe, egal was passiert, wir sind hier geboren und haben diese Menschengeburt und deswegen geht's uns schon so unglaublich gut. Und das zeigt auch, dass wir wahrscheinlich in unseren vergangenen Leben richtig viel guten Verdienst angesammelt haben. Sonst wären wir nicht hier. Wenn wir nicht diesen guten Verdienst alle schon angesammelt hätten, wären wir nicht hier. Das ist eine ganz logische Konsequenz, so wie dieses Kabel runterfällt, weil ich es loslasse. Deswegen sind wir hier, weil wir guten Verdienst angesammelt haben. Sonst wären wir nicht hier. Keine Möglichkeit. Es gibt eine Geschichte, die
so ein bisschen verdeutlicht, was bedeutet das überhaupt, diese Menschengeburt hier? Wie wahrscheinlich ist das, dass wir als Menschen hier so wiedergeboren werden? Die Geschichte geht so, das ist eine Schildkröte, die schwimmt im Ozean. Pazifische Ozean, unser größter Ozean hier so. Und alle 1000 Jahre muss die einmal auftauchen, um zu atmen, Luft zu schnappen. Das ist also echt eine ziemlich große Schildkröte und die ist auch schon richtig alt und die braucht nur einmal alle 1000 Jahre atmen und kommt dann oben an die Ozean, irgendwo auf dem Ozean und nimmt sich eine Nase voll Luft und dann taucht sie wieder ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Menschen wiedergeboren werden, ist so groß, wie dass diese Schildkröte auftaucht und durch einen Holzreif, der auf dem Ozean irgendwo rumtreibt, genau mit dem Kopf da durchkommt durch diesen Holzreif. So wahrscheinlich ist es, dass wir als Mensch wiedergeboren werden. Und so kostbar ist unsere Menschengeburt. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist so diese Geschichte solltet ihr euch merken. Und wenn es euch mal irgendwie dreckig geht oder ihr das Gefühl habt, ihr werdet wieder schlecht behandelt und die Welt ist sowieso schlecht, dann denkt da mal drüber nach. Stellt euch das mal vor. Und das kommt auch aus den tibetischen Schriften. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich weiß leider nicht, wer es war. Aber irgendjemand hat diese Geschichte erzählt. Und die Wahrscheinlichkeit, das muss man sich mal vorstellen. Der Ozean ist echt groß. Das ist wirklich groß. Und so ein Holzreif ist wirklich klein und der treibt von den Wellen und dem Wind hin und her irgendwo auf dem Ozean und da irgendwo taucht eine Schildkröte auf, hier mal alle 1000 Jahre irgendwie. Es dauert Millionen Jahre, bis zufälligerweise genau die Schildkröte an der Stelle durchtaucht und durch diesen Ring kommt. So wahrscheinlich ist das, dass wir als Menschen wiedergeboren werden. Und deswegen müssen wir verdammt nochmal diese Menschengeburt nutzen. Und das sind ja nur ein paar Jahre. Wir denken immer, wir hätten so viel. Gerade ihr Kinder, ihr denkt so, oh, das dauert ja ewig, bis wir mal alt sind, so wie die alle hier rumsitzen. Ne? Das geht ruckzuck, verguckt euch nicht. Ich denke auch, ich wäre noch 17 oder 18. Jetzt bin ich 55. Meine Fresse. Ich habe deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens schon hinter mir. 110 werde ich wahrscheinlich nicht. Puh, das heißt, ich muss jetzt echt Gas geben, wenn das noch was werden soll in diesem Leben, weil ich bin noch nicht verwirklicht, weit davon entfernt. Ich habe ganz viel gelernt und so, aber ich bin noch lange nicht verwirklicht. Da muss ich noch ganz viel tun. Da muss ich auch noch ganz viel in lange Retreats gehen. Aber im Moment ist meine Aufgabe, überhaupt erstmal das zu erzählen, was ich bis jetzt schon so ein bisschen verstanden habe. Das Letzte vielleicht noch, das ist auch sowas, was damit zusammenhängt, dass wir alle so vernetzt sind, wie wir alle miteinander, auch wenn wir uns noch nie gesehen haben, ne? Wir haben uns noch nie gesehen, aber trotzdem sind wir schon ganz lange vernetzt. Weil wir durch diese ganzen Wiedergeburten, die wir alle schon äonenlang immer wieder diese Wiedergeburten hatten und wir waren alle schon mal unsere Mütter und unsere Töchter oder Söhne oder befreundet in der Familie oder vielleicht auch mal Feinde. Wir haben schon alle haben wir schon mal ganz viel miteinander irgendwelche Verbindungen gehabt. Und diese Verbindungen sind jetzt in diesem Leben hingereift, dass wir jetzt in einer Sangha sind, dass wir jetzt hier in einer solchen Gemeinschaft sind. Wir sind nicht unabhängig. Ne? Wenn ich immer höre, Unabhängigkeitserklärung und wenn die feiern ihren 4. Juli in den USA, denke ich mir so, boah Leute, ihr habt es ja echt überhaupt nicht gerafft. Ne? Also wir sind nicht unabhängig. Wir sind so abhängig von allem. Wir stehen auf und in dem Moment, in dem wir den Fuß auf den Boden setzen, sind wir schon davon abhängig, dass irgendjemand diesen Boden mal gemacht hat. Und irgendjemand den Beton da gemischt hat und den Beton und den Sand überhaupt erstmal irgendwo aus der Erde ausgebuddelt hat. Und irgendjemand hat mal rausgefunden, dass wenn man Beton und Sand zusammen macht, dass der hart wird und dass man da drauf stehen kann. Und wir denken so, wir wären unabhängig. Und dann machen wir hier so Computersachen. Ne? Da hängt ein Kabel dran und da hängt ein Internet und da ist alles zusammen. Und wir denken, ich bin hier der große Zampano und mache da jetzt irgendwie meine tollen Sachen. Das ist alles Quatsch. Wenn es die anderen nicht gäbe, wäre es völlig unmöglich. Wenn wir alleine wären, wenn wir jetzt alleine wären und hätten noch nicht mal Klamotten an und wären da draußen, 24 Stunden sind wir tot. So schnell geht das, wenn es überhaupt so lange hält. Keine Chance. Wir gehen auf die Toilette und spülen und es ist weg. Super. Ja, das muss ja erstmal jemand gebaut haben. Da muss die ganze Infrastruktur gebaut werden und das Wasser, das oben nachläuft und unten das Wasser, das wegläuft und die Schüssel muss gebaut werden und das Klo und das Dach und die Tür dran und alles und wir denken da nicht mal eine Minute drüber nach, wie unglaublich abhängig wir von allen anderen sind.
dass wir hierher kommen konnten. Dafür muss es die Straßen geben, dafür muss es die Autos geben. Meine Autos sind Reifen dran, die muss jemand gebaut haben. Da muss Benzin reingetankt werden. Das kommt irgendwo aus Alaska, wird das rausgepumpt, aus diesen riesengroßen Bohrinseln. Und dadurch, dass wir das machen, können wir hier sein und haben die Möglichkeit, dass wir hier sein können. Und wir sind so vernetzt, wir sind so abhängig von allem, was man sich nur vorstellen kann. Wir trinken Wasser aus dem Hahn, weil wir wissen, dass das sauber ist. Dritte Welt, da haben wir es wieder, ne? Die noch nicht entwickelte Welt, die haben das nicht zum Teil. Und wir haben das hier. Wir können einfach Wasser aus dem Hahn trinken. Lasst es uns schätzen, was wir hier haben. Was für eine unglaubliche Gelegenheit wir haben, dass wir das wirklich hier, dass wir diese Menschengeburt jetzt haben und so vernetzt sind und so eingebunden und so viele Möglichkeiten haben. Und das sollten wir jetzt gut nutzen. Und nie wieder schlecht draufkommen, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, schlecht drauf zu kommen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, bedeutet es nur, dass so ein karmischer Samen gerade erblüht ist und wir die Ernte davon bekommen. Deswegen, egal was Schlechtes uns passiert, dürfen wir eigentlich immer froh sein und uns darüber freuen, dass das Schlechte passiert ist, weil dieser karmische Samen, der wird uns nicht mehr reinreiten. Der ist jetzt aufgelöst. Es geht uns schlecht, haben wir die Resultate halt bekommen. Wir sind nicht bestraft worden. Ich hätte fast gesagt, wir sind bestraft worden dafür. Nein, das ist es nicht, sondern wir haben das selbst gesät und wir haben einfach nur die Ernte bekommen. Und das heißt es ja sogar in der Bibel, ne? Wer Hass sät, wird Hass ernten. Ja klar, natürlich. Das ist ganz einfach. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das sind alles so ganz einfache, banale Sachen, die wir so im Alltag jedes Mal, das ist wirklich so. Bloß, dass es eben nicht unbedingt immer in dem Leben direkt so passiert, ich grabe die Grube und falle dann selber rein. Sondern das kann sein, dass es erst im nächsten Leben ist oder im übernächsten oder in vielen, vielen, vielen Leben in der Zukunft. Und um die groben karmischen Verunreinigungen, die wir mit uns mitschleppen in unserem karmischen Konto, um die mal aufzulösen, deswegen machen wir diese Anfangspraktiken. Ihr kennt schon das Vajrasattva, da reinigt man. Das ist die Reinigungspraxis. In der reinigt man genau, da fängt man an, diesen karmischen Müll, den man da so mitschleppt, anfangen zu reinigen. Und dann im Nöndro machen wir Niederwerfung. Wenn du Niederwerfung anfangen willst, da kannst du richtig Karma wegräumen. Das ist super. Das Grobe, das hässliche Karma, das Dreckige, das wir nicht mehr haben wollen. Das müssen wir wegkriegen. Und durch tugendhaftes Verhalten, mir geht das Wort fast nicht über die Lippen. Wann habt ihr das letzte Mal tugendhaftes Verhalten gehört, außerhalb von diesen heiligen Räumen? Das macht man heute nicht mehr. Lernt man in der Schule noch tugendhaftes Verhalten? Ne, gibt's nicht. Ne? Müssen wir was Neues einfallen lassen. Ne, Aufgabe für bis heute Abend. Ich glaube, wir werden Fragen haben, das ist gut. Was ist tugendhaftes Verhalten? Wie könnte man das besser nennen als tugendhaftes Verhalten? Irgendwie einen neuen Begriff dafür mal, der auch für junge Leute passt. Weil tugendhaftes Verhalten, das versteht doch heute keiner mehr. Untugendhaftes Verhalten und tugendhaftes Verhalten. Das machen wir morgen oder übermorgen, gehen wir mal die 10 Tugenden durch. Einfach, dass wir mal sehen, was das ist. Ist gar nicht schwer, ist total naheliegend. Aber der Begriff tugendhaftes Verhalten, der ist schon schwierig. Der funktioniert halt gar nicht mehr so richtig, fürchte ich. Gut. Ja, wir machen heute Abend eine Session um 19 Uhr, machen wir Frage und Antwort. Vielleicht kommen wir noch gerne, legt sie gerne hier hin, aber ihr dürft auch heute Abend fragen, live. Also wir machen es auf jeden Fall. Ihr müsst jetzt also nicht euch verausgaben, was zu schreiben, sondern könnt heute Abend einfach fragen. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein Stündchen noch ein bisschen Frage und Antwort haben, weil jetzt habe ja nur ich geredet. Okay, gehen wir nochmal in die Sutrayana Inspirationsgebete des Sancho Mönlam. Auf der Seite 7 ist das bei mir, da geht es unten los mit dem Widmen der Verdienste. Jampa Bhavoi Jitar Kempa Dan Kuntu Zangbo Deyang De Shintu De Da Kungi Jesu Da Glob Jing Gewa Di Da Dam Je
Du som che bei gyar wa dam je gi ngo wa gang la jok dung gak ba dim da gi ke wai ca wa di kun gyang tsam po ju ji rap dung ngo wa ji su nam di yi Chik bani top ni ni bei janam pam ji ni ki gana ji pa la tu pa yi si bei zo le jo wa zhe wa shou kie wa di yi kie wo gun se nam Zhong nim se nam ye shi le zhong wa tam pa kon ni do par shok Om Suti Hor Jen Pe Me Kya Pe Ta Dam Jen Ke Gi Gar Gen Gung Ji Ne Tse Tsu Pa Jor Nyam Dog Yen Ten Ji Kun Lam En Pe Pa Du Chap Ten Jok Dam Po De Zam Gom Pe Tsa Wa Tsuk Par Du Che Tsu Tsum Pe Dar du de ni de bu yor zawa chen yen jen bei wan por jam ten jo je jen je ni lu wa me pa dang ta ki lak sam dak bei sam char de dar bei lam dun chen yen ji ku tse mi shi ka gyur den gyur ji Jetzt ist Zeit für eigene Praxis und um 14:30 Uhr treffen wir uns hier und machen Zuflucht Nendo Einführung. Wer möchte und wer praktizieren möchte, am besten in die Niederwerfungskompa gehen oder aufs Zimmer, wenn ihr Lust habt.